Wir nähen jetzt zusammen diesen wunderschönen Wickelrock. Das ist ein richtig, richtig tolles Projekt für den Sommer und vor allem super schnell und einfach genäht. Ich habe den Rock extra so konzipiert, dass er perfekt für Nähanfänger und Nähanfängerinnen ist. Also auch wenn du noch nicht so viel Erfahrung im Nähen hast, kannst du diesen Rock wirklich super als, sagen wir mal, zweites, drittes Nähprojekt angehen. Aber auch wenn du schon lange nähst, ist es trotzdem ein sehr schönes Projekt. Ich nähe den Rock super gern und die Mädels aus dem Probenähen, jede Größe wurde wieder getestet. Da war das Feedback auch durchweg positiv. Das heißt, egal welches Nählevel, ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Projekt. Ja, und gerade weil das Schnittmuster für Nähanfängerinnen und Nähanfängerinnen auch unter anderem gedacht ist, mache ich die Anleitung jetzt hier ein bisschen ausführlicher. Für alle anderen, ihr könnt einfach jederzeit ein bisschen vorspulen oder schau mal in die Videobeschreibung, da habe ich auch Kapitel eingefügt. So, und dann lass uns direkt starten und zwar mit der Stoffempfehlung. Der Rock eignet sich perfekt für sommerliche Webware. Was bedeutet das? Du kannst hier einen schönen Leinenstoff zum Beispiel nutzen und Leinen und Baumwolle würde ich generell auch für Nähanfänger empfehlen. Das heißt, wenn du jetzt noch nicht viel genäht hast und vor allem noch keine Kleidung genäht hast, dann bleib hier wirklich bei einer stabilen Webware wie Baumwolle und Leinen. Das könnte zum Beispiel sowas hier sein. Hier siehst du den Stoff auch noch verarbeitet. Ich finde, der Rock ist richtig schön geworden. Und wie gesagt, das ist auch schön einfach zu nähen. Dann kannst du nutzen eine schöne Viskose oder wie ich hier genutzt habe, ein Rayon Twill. Viskose würde ich jetzt allerdings nicht direkt am Anfang empfehlen. Also wenn du jetzt noch nicht so viel genäht hast, dann lass dir damit vielleicht noch ein bisschen Zeit. Das kann frustrierend werden. Aber das Ergebnis wird sehr, sehr schön, weil das eben lockerer Stoff ist, der sehr schön fällt. Ich weiß, dass viele von euch auch mit Musselin sehr gern nähen. Tendenziell geht das auch, aber das wird hier schon eine kleine Herausforderung, weil das Bindeband sehr schmal ist. Aber das könntet ihr zum Beispiel mit Kantenband oder Vlies verstärken und dann sollte das auch gut klappen. Ansonsten brauchst du für dieses Nähprojekt natürlich ein passendes Garn zu deinem Stoff, aber ganz viele Nadeln oder Klammern. Wir müssen hier sehr, sehr viel und sehr gut stecken und das ist auch wichtig und nicht optional in diesem Video, das wirst du gleich sehen, damit das Bindeband schön wird. Und damit lass uns direkt loslegen und zwar mit dem Zuschnitt, beziehungsweise habe ich da noch ein paar Hinweise für dich. Das Schnittmuster für den Rock findest du ja wie immer in der Infobox, das habe ich dir da verlinkt. Dann druck dir das Schnittmuster aus, schneid es dir zurecht und wenn du jetzt das Schnittmuster auf deinen Stoff überträgst, ist es ganz wichtig, dass du diese kleinen Einschnitte hier übernimmst. Das nennt man kleine Knipse und die zeigen uns dann gleich, wo wir das kleine Loch für das Bindeband lassen müssen und so weiter und so fort. Das heißt, achte einfach darauf, dass du die wirklich übernimmst, zum Beispiel mit so einem kleinen Clipper oder auch mit deiner Stoffschere, das geht auch. Dann findest du auf dem Schnittmuster auch ein Schnittteil für das Bindeband. Ich habe dir aber auch noch dazu die Maße angegeben, weil viele bevorzugen auch, das jetzt nicht extra auszudrucken, sondern die schneiden das direkt so im Stoff aus. Also das kannst du dir aussuchen, was dir der lieber ist. Hier noch eine Info dazu. Ich zeige dir gleich, wie wir das genau verarbeiten, aber verwechsel hier nicht Bindeband mit Schrägband. Das ist zwar auch ein kleines Band, aber wir müssen das hier nicht im schrägen Fadenlauf zuschneiden, sondern das kannst du einfach im Fadenlauf zuschneiden. Und hier ein kleiner Exkurs, falls dir nicht bewusst ist, was das für einen Unterschied macht. Das Bindeband muss sehr stabil sein. Das Band hier habe ich nämlich zum Beispiel im Fadenlauf zugeschnitten und du siehst, wenn ich hier dran ziehe, ich kann das nicht dehnen. Manchmal gibt es ja auch Schnittmuster, da steht dann im schrägen Fadenlauf zuschneiden. Das wäre zum Beispiel sowas. Hier ist jetzt kein Band, aber nur so als Beispiel. Und du siehst, das ist ja der identische Stoff und wenn du den jetzt aber schräg zuschneiden würdest, dann wird der elastisch. Und genau das wollen wir jetzt in diesem Fall nicht, denn wir wollen Stabilität. Der Rock soll ja hier in der Taille halten. Ja, und damit bist du, glaube ich, gut vorbereitet für die Nähanleitung, mit der wir dann jetzt starten. Wir beginnen mit dem Bindeband. Nimm dir hier die beiden Schnittteile und leg die rechts auf rechts aufeinander. Schließe einmal die kurze Seite. Dadurch erhältst du jetzt ein langes Bindeband, das wir jetzt im nächsten Schritt vorbereiten. Ich nutze dafür einen Schrägbandformer, denn wir müssen die langen offenen Kanten jeweils 1 cm nach innen bügeln. Und das geht super einfach hier mit so einem Schrägbandformer, der aber auch die entsprechenden Maße deines Bands haben muss. Also wenn du das hast, nutzt das gerne. Ansonsten bügel die offenen Kanten einmal 1 cm nach innen. Wenn ich an der kurzen Naht hier angekommen bin, dann bügele ich die auseinander und wenn du das gemacht hast, dann kannst du das Band nochmal der Länge nach falten und bügeln und damit ist es auch erstmal vorbereitet. Leg das jetzt erstmal kurz zur Seite.
Als nächstes nähen wir die Abnäher des Rocks. Damit gibst du der Taille einfach mehr Form und dadurch entsteht dann die schöne A-Linie. Ich habe dir hier die linke und rechte Stoffseite markiert, damit du das im Video immer erkennen kannst. Und schau mal, ich nehme jetzt hier mein Schnittmuster und das habe ich mir so vorbereitet, dass ich den Abnäher hier einfach durchpausen kann. Und das mache ich mit ein bisschen Schneiderkreide bzw. hier so einem Trickmarker. Und dann hast du hier eine genaue Nahtlinie, die du jetzt abnähen kannst. Dafür lege ich mir den Rock einfach rechts auf rechts aufeinander und nähe das von der linken Seite ab. Achte beim Nähen darauf, dass der Anfang und das Ende der Naht schön sauber werden. Das heißt, dass da nicht so eine Fadenwulst entsteht, was ja gerne mal passiert. Um das zu verhindern, kannst du übrigens vorher den Faden sauber aus der Nähmaschine rausziehen, bevor du mit dem Nähen beginnst. Und dadurch kannst du die am Ende schön abschneiden und alles sollte flach aufliegen. Wiederhol den Schritt für die andere Seite und dann kannst du die beiden Abnäher einmal gut abbügeln. Bügel die Abnäher jeweils in eine Richtung, zum Beispiel nach außen. Dann nimm dir jetzt deine Vorderteile des Rocks. Wir versäubern die gerade Kante hier vorne und zwar indem wir sie doppelt umbügeln, jeweils 1 cm. Das stecke ich mir gut mit Klammern ab und dann kannst du das knappkantig mit einem Geradstich abnähen. Wiederhole das für das zweite Vorderteil und dann sollte das so aussehen. Nimm dir im nächsten Schritt dein Rückteil und nur das rechte Vorderteil. Und hier versäubern wir jetzt nur die offenen Kanten, die ich dir hier markiert habe. Ich mache das jetzt hier mit 3 Fäden meiner Overlock. Du kannst aber auch einen Zickzackstich deiner Nähmaschine nehmen. Bei dem Vorderteil ist es wichtig, dass wir hier die Knipse immer noch durcherkennen. Deshalb markiere ich mir die hier nochmal mit ein bisschen Trickmarker. Kannst auch Schneiderkreide oder einen Bleistift nehmen. Und dann nähe ich das mit meiner Overlock ab. Dann leg das Rückteil und das eine Vorderteil jetzt rechts auf rechts aufeinander. Wir schließen jetzt hier die Seitennaht. Die Seite hier mussten wir nämlich getrennt versäubern, damit wir jetzt hier eine kleine Aussparung lassen können. Da kommt dann nämlich später das Bindeband durch. Das heißt, du startest hier von oben bis zu deiner ersten Markierung und dann nähst du unterhalb der zweiten Markierung weiter. Dann bügel die Naht jetzt auseinander. Damit sollte jetzt hier die kleine Öffnung richtig gut zu sehen sein. Damit das auch beim Waschen und beim Tragen alles so bleibt, steppe ich jetzt noch einmal ringsherum um die Öffnung ab mit einem Geradstich. Ich markiere mir hier meine untere Naht, damit ich das gleich unter der Maschine gut erkennen kann. Damit befestigst du jetzt auch die Nahtzugabe jeweils am Rückteil und am Vorderteil. Hier noch ein kleiner Nähtipp für schöne, saubere Nähte. Du siehst, ich nähe hier wirklich stichgenau. Das heißt, wenn ich 2 Stiche vorwärts nähe, nähe ich 2 Stiche zurück. Oder wenn ich auch mal einen Stich zu weit nähe, dann gehe ich den auch manuell zurück und passe so meine Naht nochmal an. Und das macht am Ende schon einen deutlichen Unterschied im Nähergebnis. Dann kannst du jetzt auch rechts auf rechts das zweite Vorderteil annähen. Hier müssen die Seitennähte nicht separat versäubert werden, sondern das kannst du in einem Schritt machen. Das heißt, entweder mit einem Geradstich abnähen und mit einem Zickzackstich versäubern oder direkt einfach mit der Overlock annähen. Und dann befestigen wir jetzt auch schon das Bindeband. Breite den Rock vor dir aus, die rechte Seite liegt zu dir und die Naht des Bindebands trifft jetzt auf die hintere Mitte. Von da aus fange ich an, mir das zurechtzustecken. Übrigens denk auch noch daran, die zweite Naht hier abzubügeln, das hatte ich nämlich vergessen. Und die Nähte werden immer Richtung Rückteil gebügelt. Dann nutze hier wirklich viele Nadeln, um dir das Bindeband einmal festzustecken am oberen Rand. Und dann nähen wir jetzt im nächsten Schritt genau in der ersten Bügelfalte. Falls du Nähanfänger, Nähanfängerin bist, dann lass dir hier bitte ausreichend Zeit. Hier ist es wirklich wichtig, akkurat zu nähen, weil der nächste Schritt sonst sehr schnell unsauber wird.
Dann schnapp dir jetzt deine Stecknadeln. Wir müssen jetzt richtig gut feststecken. Und zwar falten wir jetzt an der zweiten Bügelkante um die offene Kante des Rocks herum. Der Trick ist hier, dass du wirklich knapp an der vorherigen Naht, die siehst du ja, dass du da entlang stecken musst. Denn die wollen wir jetzt mit der nächsten Naht überdecken und nur so können wir sicherstellen, dass wir das Band von beiden Seiten schön erwischen unter der Nähmaschine und dass das sauber wird. Gegebenenfalls musst du den Rock an der einen oder anderen Stelle nur 1-2 mm nochmal kürzen, beziehungsweise da so ein bisschen Volumen rausnehmen, damit du das Band sauber drumherum falten kannst. Und deshalb ist es auch so wichtig, hier so viele Nadeln zu nutzen, weil du das einfach unter der Nähmaschine nicht mehr sehen kannst. Du musst dich also darauf verlassen können, dass du alles richtig gesteckt hast. In diesem Schritt stecke ich jetzt auch über den Rock hinaus, also das Bindeband runter fest, denn das nähen wir jetzt in einem Schritt mit ab. Ich nähe jetzt von der rechten Seite, denn ich möchte ja, dass die rechte Seite besonders schön aussieht, die sieht man ja von außen. Und ich nähe ganz knappkantig mit einem Geradstich, aber auch nicht zu knappkantig, denn wir wollen ja die Rückseite erwischen, dass die wirklich mit eingefasst ist. Wenn du mit dem Nähen beginnst, unbedingt schon mal immer überprüfen, ob das alles geklappt hat, und wenn du dann merkst, so das passt alles, du hast gut abgesteckt, dann kannst du auch relativ sicher dann nähen. Am Ende des Rocks angekommen, nähe ich jetzt hier an dem Bindeband direkt weiter. Achte darauf, dass das richtig sauber aufeinander liegt und dann kannst du einfach geradeaus runter durchnähen. Kurz vor dem Ende schlage ich hier die kurze Seite nochmal ein und dann die beiden langen Seiten darüber und dann halt das straff fest und dann kannst du das so mit abnähen. Dann setz jetzt noch einmal an deiner ersten Naht an, damit wir auch noch die andere Seite des Bindebands abnähen. Und damit sieht der Rock doch schon richtig gut aus. Den kannst du jetzt mal anprobieren, gegebenenfalls kürzen und wenn du mit der Länge zufrieden bist, dann säume den Rock, indem du ihn einfach doppelt umbügelst, jeweils 1 cm und das dann knappkantig absteppst. Und damit ist dein Rock fertig. Ich hoffe, er gefällt dir. Ist ein sehr, sehr schönes Projekt. Wie gesagt, vor allem für Nähanfänger. Ich hoffe, das war auch ein erfolgreiches Projekt für dich und der passt und du bist damit zufrieden. Falls ja, sag mir unbedingt mal in den Kommentaren Bescheid, welchen Stoff du genutzt hast und ob dir das Schnittmuster gefällt. Auf meinem Kanal findest du ja noch ganz viele weitere Schnittmuster, Nähideen, teilweise kostenlose Schnittmuster und da können wir sofort weiter nähen. Hier verlinke ich dir jetzt das passende Oberteil, einmal für die Version aus der Viskose und dann, sobald es online ist, das Oberteil mit den Schleifen hier vorne, das ich passend zu dem Rock hier erstellt habe. Da können wir dann gleich sofort weiter nähen und dann sehen wir uns im nächsten Video.